Hallo und willkommen bei der Abenteuer und Allrad. Und ich kann euch hier mal den Unterschied zwischen fern und nah erklären. Dazwischen liegen 12 Meter und sage und schreibe 4 Achsen. Unikat, Dauergast hier auf der Messe und es gibt noch eine fette hydraulische Winde oben drauf. Ist doch sensationell, oder? Ich glaube, das wird eine richtig gute Messe. Gibt es die auch für den Pinin oder Martin? Ob es für Martin und Lukas eine richtig gute Messe werden wird, muss man sehen. Schließlich ist der eine auf der Suche nach dem obersten Regal, während sich der andere eher für Low Budget interessiert. Die Herausforderung jedenfalls ist angenommen, brütende Hitze hin oder her. Jetzt bist du dran, Bad Kissing. Ja, hier mal was für das etwas kleinere Budget. Das ist der Scout von A-Liner. So wie er hier steht, mit 490 Kilogramm für 18.900 Euro. Und das Spannende ist hier, dass das so wegklappt, also feste Wände. Und das kann man dann so einklappen und dann ist er extrem flach. Ja, ist ja schön und gut. Ich meine, made in the USA, aber für 18,9 keine Ausstattung. Da musst du also mindestens, was kostet das? 21,6 musst du schon mindestens zahlen. Und ich glaube, da drüben gibt es was Geileres. So, der hat zwar nicht mehr 4 Achsen, aber immer noch 3. MAN TGS, 9,50 Meter Gesamtlänge, 20 Tonnen Gesamtgewicht. Fahrzeug von Orangework, das verspricht einen super Innenausbau. Deswegen muss ich da unbedingt mal reinschauen. Ja, das kommt bei raus, wenn eine Familie erst mit einem Sprinter anfängt zu planen und dann die ganze Familie sagt, wir wollen auch mit auf Reisen gehen. Dementsprechend ist hier eine Riesensitzgruppe mit Platz für 6 Erwachsene. Das Fahrerhaus ist groß mit ausreichend Sitzen. Hinten im Heck ist das riesige Bett, ein riesiger Tanzer. Was aber bei Orangework natürlich total auffällt, ist wieder diese bombastische Bauqualität. Und da drüben ist ein Detail, da zeige ich euch das mal. Ja, hier am hinteren Ende dieser gigantischen Küche, wo übrigens natürlich elektrisch gekocht wird, 2x3,5 kW Inverter sind da. Hier oben, schaut mal auf diese Holzoberfläche. Ihr seht das Furnier durchlaufen und das läuft auch hier weiter durch. Und das macht man nicht mal so eben, denn die Platten müssen extra mit dem Furnier belegt werden, dass das alles übereinander passt. Das ist wirklich ganz hohe Kunst und das kostet natürlich auch eine Mark. Dieser Brecher hier sind 900.000 Euro. Martin, komm, wir müssen weiter. In diesem Jahr sehr beliebt, kleine Anhänger und die gibt es meist schon für kleines Geld. Hier nochmal einen Trailer, dieses Mal vom polnischen Hersteller Maturi. Gesamtgewicht 750 Kilogramm, entweder aus Sperrholz oder mit Sandwich. In dem Modell jetzt mit Alurahmen, Einzelradaufhängung, man kann sich aber alles frei zusammenstellen. Die Leerkabine mit dem Sandwich liegt dann bei 16.200 Euro, so wie er jetzt hier steht in der Konfiguration 19,9 und ich denke für unter 20 ist das gar nicht schlecht. Ja, finde ich auch schon gar nicht schlecht, aber mir wäre ein Trailer mit Stehhöhe lieber und da weiß ich, wo ich einen finde. Den Lapptrailer 340, den gibt es schon seit einigen Jahren auf dem Markt, hatten wir auch schon mal im Test, Video sei mal verlinkt. Und wem der zu klein ist, für den gibt es jetzt die 50 cm längere Variante, den 390er. Auch hier optional mit Aufstelldach oder mit normalem flachen Dach. Hat natürlich deutlich mehr Platz. Wir gucken mal rein. Ja, das ist schon ein richtiger großer Wohnwagen hier, dementsprechend teuer. Man sollte mal mit um und bei 80.000 Euro rechnen, wenn er so aussehen soll wie hier. Oben gibt es Schlafplätze für 2. Die Sitzgruppe hier unten gibt es in verschiedenen Varianten. Dann ist sie 1,90 lang, in diesem Fall ist sie 1,60 lang. Hier vorne ist eine Küchenzeile und ganz in der Front eine Nasszelle. So, jetzt schauen wir noch mal unter den Hänger. Man sieht schön die Radaufhängung hier mit Blattfedern. Der Rahmen, wo die Sandwich-Kabine drauf ist, der ist tatsächlich zweiteilig. Wir haben einmal vorne einen sogenannten Fahrschemel, der besteht aus Stahl und der Hilfsrahmen, wo die Kabine drauf ist, der ist aus Aluminium. Bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Ist natürlich deutlich leichter und dieses System nutzt jetzt Lapptrailer tatsächlich für alle 3 Größen. Soll noch mal erheblich leichter sein. Was mir sehr gut gefällt, das ist der stabile Unterfahrschutz. Letzte Frage natürlich.
welches Auto brauche ich, um das zu ziehen? 2 Tonnen Gesamtgewicht hat der Trailer, etwa 400 Kilogramm Zuladung, also es braucht schon einen ausgewachsenen Geländewagen, um damit auch im Gelände unterwegs zu sein. Zum Beispiel vom Schlag eines Toyota Land Cruisers. Wie das aussieht, wenn man auf ein Toyota GAJ 79 mal alles aufbaut, was man sich wünscht, das sieht man hier am Stand von Custom Campers. Der Wagen ist 2,85 Meter hoch, hat nämlich einen Alkoven und ein Aufstelldach, also super viel Platz zum Schlafen. Hier hinten ist Platz für eine vollständige Nasszelle mit Dusche, große Sitzgelegenheiten, tolles Fahrwerk, BP 51 von OME, super schickes Auto, kompakte Überhänge und gar nicht mal so schwer, 3,1 Tonnen, so wie das Fahrzeug hier steht. Super, was nicht so super ist, das Teil kostet eine Viertelmillion Euro. Also ich bin ja eher der Kastenwagenfreund und den finde ich aber trotzdem nicht schlecht, aber lass uns noch mal schauen, ob sowas auch in bezahlbar gibt. Gucken wir mal. Geguckt und eine spannende Neuheit gefunden. Hier mal ein Gegenentwurf zur Kabine von Custom Campers. Wir sind hier bei Laske Expedition. Die Kabine mit einer schön geringen Höhe. Jetzt fährt das Dach gerade hoch und so wie es hier steht mit der Ausstattung 53.000. Klar, 53.000 plus Basisfahrzeug. Ja, willkommen im Innenraum der Kabine. Wir haben hier das große Bett, was jetzt, wie gesagt, in den Alkoven reingeht. Breite von 1,55, die Kabine 1,80 breit. Wir haben hier die Küchenzeile, eine schöne gemütliche Sitzecke. Wir können hier seitlich aus dem Fenster rausgucken, das heißt, man muss nicht am anderen vorbeischauen. Und hier vorne noch das kleine Bad mit einer Trockentrenntoilette und einem Waschbecken. Auch spannend ist natürlich die wunderbar aufgeräumte Elektrik der Kabine. Auch wenn das meiste auf der Abenteuer und Allrad neu ist, wer sucht, der findet auch so manch gebrauchtes Teil zu einem interessanten Preis. Tja, es gehen nicht nur kleine Camper zum kleinen Preis, sondern auch so ein großer Shelter. Der kostet jetzt 10.800 Euro und ja, 2,30 Meter Breite, 2,15 Meter hoch, 5,15 Meter in der Länge. So geht's auch. Tja, jetzt braucht man nur noch das passende Auto, wo es drauf passt. Ne? Ja, und vor allem eins mit ordentlich Zuladung. Du hast jetzt 2 Tonnen Kabinengewicht, das ist schon amtlich. Aber wenn wir schon bei Komponenten sind, jetzt suchen wir mal richtig schön Premium-Komponenten. So, da haben wir doch schon was Feines. Neue Räder für den Iveco Daily 4x4 auf 19,5 Zoll Gabo-Felgen. 375 R19.5 MT Reifen zum läppischen Preis von 15.690 Euro. Ausrüstung für kleinere Autos und für den schmalen Geldbeutel. Alucap hat geliefert. Ja, bei der Hitze ist es ganz schön, wenn man mal eine Markise hat, wo man sich drunter stellen kann. Bei Genesis Import gibt es jetzt was Neues. Wir haben hier eine 270 Grad Markise für 1.290 Euro. Nicht gerade low budget, aber wenigstens für kleine Autos. Das finde ich gut. Auch spannend hier das neue Prototypendachzelt von Genesis. Hartschale, Aluminium, außenrum eine C-Schiene für Equipment. 1,30 breit, 2,30 in der Länge und nur 45 Kilogramm. Etwas mehr Komfort bei kompakten Maßen, dafür steht seit Jahrzehnten der VW-Bus. Dass er schon lange kein Low-Budget-Auto mehr sein muss, ist bekannt. So, für VW-Bus-Fans habe ich hier wohl das Luxusmobil schlechthin gefunden. Werz Magnum A53, langer Radstand, Polyroof-Hochdach mit Panoramascheibe. Das ist nicht alles. Unterm Auto und im Auto geht es noch richtig lecker weiter. Wie groß nämlich ein VW-Bus sein kann, das sieht man hier. Richtig schönes 2-Personen-Fahrzeug mit viel Platz, toll verarbeitet. Im ganzen Fahrzeug habe ich Stehhöhe, dementsprechend gut komme ich auch hier an die Küchenzeile ran. 2 Fliegenwey Herd, schöne Hitzeschutzbleche, darunter vernünftiger Kühlschrank und abends wird dann die Sitzgruppe zum Bett umgebaut. Eine Etage tiefer kommt dieser Wertzbus mit einem noblen Luftfahrwerk. So, und warum habe ich gesagt Premium-Fahrzeug? Dieser schöne grüne Brocken kostet satte 119.000 Euro. Hier am Stand von XP Edition gibt es was sehr Praktisches bei der Hitze. Ein Duschzelt von Dache für 455 Euro.
Hier mit der passenden Halterung für die Brause, die vom Durchlauferhitzer kommt. Für 259 € bis zu 6 Liter Warmwasser und Gasbetrieb. Man braucht also keinen Strom. Ja, hier haben wir noch ein Duschzelt gefunden, sogar 200 € günstiger von Wikiwood, mit der Haube 250 €. Günstig duschen geht also, aber was ist jetzt mit einem günstigen Allradmobil? So Lukas, hier ist was für uns beide, auch wenn das mit 269.000 € doch viel Geld ist, aber im Verhältnis, wir sitzen hier in einer 4,60 Meter langen Kabine von Füss Lightline, komplett neue Marke. Aufbau ist reisefertig, inklusive Fahrzeug, alles sehr leicht gebaut. Es gibt Standardgrundrisse, hier festes Heckbett, Dinette, Badezimmer ganz vorne, große Küche, also wirklich was Bewährtes, mit dem sich jeder irgendwie arrangieren kann. Und das finde ich tatsächlich mal sehr spannend hier auf der Messe. Und auf was für einem Auto steht der? Gute Frage. Diese Kabine steht auf einem Iveco Daily mit 4,10 Meter Radstand. Aber Spoiler-Alarm, das Ganze passt bald auch auf den Sprinter 5-Tonner. Und den neuen Sprinter erlebt ihr demnächst hier beim Explorer. Ja, und hieran erkennt man ein typisches Füss-Mobil mit einem riesigen Stauraum am Heck. Da steht auch der Wassertank. Der Wassertank steht in einer Edelstahlwanne, dass das nicht ablaufen kann. Also man merkt, die Standards, die er bei seinen Einzelbauten hat, die kommen auch in der Füss Lightline an. Das ist ein interessanter Kompromiss, wenn es ein bisschen kompakter werden soll. Lukas hat währenddessen was gefunden, das alle Selbstbauer freuen wird, die sich vor dem Thema Elektrik bisher gefürchtet haben. Die Tiger Expert Crew kann nämlich nicht nur Heizung. Die Texo 400 gibt es ja schon, die ist für größere Fahrzeuge, also beispielsweise Expeditionsmobile. Dieses Jahr haben wir eine Neuheit bei Tiger Expert, und zwar die Texo 200. Das wäre dann auch was für Kastenwagen oder für meinen Pajero. Dabei handelt es sich um eine schön aufgeräumte Zentralelektrik. Wir haben hier so die großen Standardverbraucher, da kommt die Batterie ran, dann haben wir Solar, Inverter, Lichtmaschinen, alles was man braucht. Kostenpunkt 199 €. Einer, der darf natürlich nicht fehlen, der Unimog. Ja, wer so kurz vor Messeschluss noch das Portemonnaie gut gefüllt hat mit 565.000 €, für den ist das hier vielleicht was. Atacama 4000 von Action Mobil. Finde ich eine ziemlich heiße Karre. Basis ist der Unimog U4023, 6,5 Meter lang, 8 Tonnen schwer und hat den kurzen Radstand. So muss ein Unimog aussehen, schön kompakt und trotzdem Licht. Doppelbett zum Ausziehen, dann geht das hier über die Sitzgruppe. Es gibt eine kompakte Küche, ist alles super hell. Und da drüben, wo Nils steht, da ist das Badezimmer. Ja, das Badezimmer ist so aufgeteilt, dass hier das WC steht und die Tür, die schließt durch und dahinter ist die Dusche. Lukas hat mittlerweile seinen Favoriten gefunden. Etwas kleiner, aber immerhin ein beliebtes Modell. Das ist schon Offroad-Action hier für Low Budget, so wie sich das gehört. Ich fahre kurz nach Lübeck. Nee, warte mal. Wir waren doch noch gar nicht auf der Camp Area. Dort direkt an der Saale ist es nämlich mindestens genauso spannend wie auf der Messe selbst. Gerade wer auf der Suche nach Ideen und Anregungen für seinen Ausbau ist, der wird hier fündig. Und ins Gespräch kommt man hier sowieso dauernd. Das Camp hat gigantische Ausmaße. Vor einer Wanderung bietet sich bei über 30 Grad Hitze aber erstmal eine kleine Abkühlung an, um dann einen abendlichen Rundgang zu starten. Und bevor sich Lukas wirklich auf den Rückweg nach Lübeck macht, hat er für sich doch noch was gefunden. Ja, nach 4-5 Tagen in der puren Hitze auf der Abenteuer und Allrad 2022 sind wir jetzt am Ende angekommen und nochmal ein kleines Fazit von meiner Seite. Für meinen Geldbeutel ist nicht allzu viel dabei. Wer was Günstiges, Gebrauchtes sucht, fängt vielleicht hier beim schwarzen oder weißen Brett an. Naja, das stimmt natürlich. Bei den Neuheiten war wirklich nicht viel Low-Budget dabei. Vielleicht ein Tipp für die Branche: im nächsten Jahr auch an diejenigen denken, die nicht so viel Geld ausgeben können.